Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Schrebergarten in Berlin. Ich bin Maria und heute geht es mal nur um euch. Warum? Wir sind 777 Menschen, die diesen Kanal mittlerweile verfolgen und ich freue mich, denn ich mache ja nicht Content nur für mich, ich mache die Videos natürlich auch für euch. Ihr seid 777, ich bin super glücklich damit und deswegen lasst uns heute mal über euch sprechen und lasst mal die Community richtig aufleben. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen. Heute frage ich euch als meine Community einfach mal nach eurem Wissen. Und zwar insbesondere, wo nehmt ihr euer Wissen her? Ich zeige euch, wie ich es mache, aber für euch, schreibt mal in die Kommentare, wo nehmt ihr euer Wissen her? Schaut ihr euch Videos von anderen YouTubern an oder auf anderen Kanälen? Wie sieht's aus mit Gartenzeitungen? Habt ihr da gute, die ihr empfehlen könnt? Ich habe schon viele Bücher gelesen, muss aber sagen, dass es häufig nur Einstiegswissen ist. Und wenn man seinen Garten schon ein paar Jahre hat, dann fehlt mir ein bisschen das Tiefgründige. Dann kann man sich natürlich Fachliteratur holen, wo es dann speziell um den Baumschnitt geht. Also, mich würde wahnsinnig interessieren, was habt ihr für Tipps für mich und für die Community? Schreibt es in die Kommentare. Ich pinne mein Buch auch unten als erstes Kommentar. Dann könnt ihr gleich schauen, welches das ist und gegebenenfalls im Antiquariat das besorgen. Ich zeige euch mal mein Tool, was ich habe. Und zwar besteht es aus 2 verschiedenen Büchern. Das eine ist ein altes Buch, welches ich aus dem Schrank meiner Großeltern gemopst habe. Veröffentlicht in 3. Auflage 1967. Ja, das ist schon ein bisschen her. Und in diesem Buch steht sehr viel Wissen und es ist genau so strukturiert, wie ich meinen Garten durchlebe, und zwar Monat für Monat und Abteilung für Abteilung. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Juni geht, dann beginnt es mit einem allgemeinen Teil. Und das wiederum ist in einzelne Abschnitte geteilt und mit kleinen süßen Zeichnungen, wo man zum Beispiel einiges über indische Laufenten erfahren kann. Oder wusstet ihr zum Beispiel, dass man die Larven des Marienkäfers auch Blattlauslöwen nennt? Also ich kannte das noch nicht. Ja, denn überall, wo Marienkäfer auftreten, sind an der Pflanze auch ihre Larven in großen Mengen zu finden. Und natürlich wird darauf hingewiesen, dass man die Marienkäferpuppe nicht mit der Puppe des Kartoffelkäfers verwechseln sollte. Diese ganzen kleinen Zeichnungen sind sehr, sehr süß und das finde ich sehr attraktiv. Ein paar Seiten weiter. Zum Beispiel hier der Trick, dass man den Blumenkohl die Blätter so schön noch zubindet, weil sie tatsächlich im Dunkeln reifen sollen. Dass sie dann zwar nicht aufgehen, ne? Hier unten steht Dunkelkammer. Und hier, wenn das einzelne Röschen sind, zu spät geerntet. Und hier finde ich immer wieder neue Informationen, die ich so noch nicht kenne und die auch nicht zum Beispiel bei anderen Garten-YouTubern auftauchen. Und dann entnehme ich mir hier diese Informationen und schaue, ob es denn so auch in meinem Garten heute noch funktioniert. Und wusstet ihr, dass es hilfreich sein kann, dass wenn man die Gurken etwas zu spät pflanzt, dass man ihnen dann einen dunklen Tontopf überstülpen soll, der groß genug ist, um als Pflanzenschutzhaube zu fungieren, einfach auch, um sie vor der Sonne zu schützen. Oder ein anderer Gurkentipp, auch süß hier dargestellt, sieht das aus wie so eine Schlange, dass man nicht die Gurken mit kaltem Leitungswasser gießen sollte. Zum Beispiel wie die Paprika, die Melone und die Eierfrucht, die sollte man auch nicht mit kaltem Wasser gießen. Manchmal merkt man auch, dass das Buch vielleicht nicht mehr ganz neu ist. Wisst ihr eigentlich, was die Eierfrucht ist? Und zwar ist das die Aubergine. Hier haben sie es schon mal genannt, dass Eierfrucht Aubergine ist. Und einen weiteren Tipp aus diesem Buch, den ich hier zum Beispiel gefunden habe, ist etwas, was ich selber noch nicht ausprobiert habe. Wenn ich den Kohlrabi
nur unterhalb schneide und den Rest stehen lasse, würden wohl weitere Kohlrabi aus der Wurzel herauskommen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt. Auf jeden Fall Informationen, die ich so noch nicht hatte. Und genau deswegen nutze ich gerne solche alte Literatur. Hättet ihr gedacht, dass das funktioniert? Testet es mal aus und schreibt mir mal in die Kommentare, ob das funktioniert. Nach vielen Seiten rund um den Gemüsegarten und viel Wissen, was natürlich jetzt im Juni ist, sehr viel zu tun. Spargeldämme, Senf, Zwiebeln, kommt dann der Abschnitt für den Obstgarten. Auch hier Hinweise, wie zum Beispiel ein Obstschnitt zu folgen hat. Und zum Schluss in dem Kapitel des Junis kommt noch der Ziergarten. Hier zum Beispiel, heute ist es echt windig. Und da zum Beispiel der Hinweis, wie die Rosen jetzt geschnitten werden müssten und was der richtige Rosenschnitt und was der falsche Rosenschnitt ist. Also ich kann euch nur so ein Buch ans Herz legen, wo einfach sehr, sehr viele Informationen drin stehen. Das ist sozusagen meine Gartenbibel. Und weil ich nicht immer diese Gartenbibel von vorne lesen möchte, jetzt mein Tipp, wie ich es mache, über das Jahr. Und zwar habe ich mein eigenes Gartenbuch. Dem einen oder anderen könnte dieses Buch schon aus meiner Jahresplanung bekannt sein. Das ist so ein cooles Lederbuch, ist so eine Kladde, wo man die Seiten austauschen kann. Und hier habe ich verschiedene Abteilungen. Gartenwissen, Pflanzenwissen, meine Monatsplanung, meine Beet- und Pflanzplanung. Das kennt ihr noch aus meinem Januar-Video. Und hier notiere ich mir auch, welchen Bestand an Pflanzen ich habe, wenn ich etwas neu gepflanzt habe, weil ich oft sonst vergesse, wie die Pflanze wirklich heißt. Und im Gartenjournal, da trage ich ein, was ich vielleicht genau da gemacht habe, aber da bin ich nicht ganz so fleißig. Ja, beginnen wir mit Abschnitt 1, dem Gartenwissen. Hier habe ich zum Beispiel notiert, wann welche Pflanze ihre Aussaatzeit hat und wie lange die Vegetationsphase ist. Und das habe ich nur für die Pflanzen gemacht, die ich auch wirklich in meinem Garten anbaue. Denn einiges baue ich gar nicht mehr an und deswegen habe ich das dann Jahr für Jahr etwas reduziert und nur noch die Sachen genommen, die ich auch wirklich anbaue. Gefolgt mit der gleichen Pflanzengattungen mit den Pflanznachbarn, damit ich immer weiß, was zusammenpasst und was nicht. Dann hier kommt mein phänologischer Kalender, das ist manchmal einfach nur dekorativ. Und dann habe ich Wissen, wie man zum Beispiel die Rosen schneidet, wann und wie man Dünger anbaut, wie man Dünger herstellt und wofür welcher Dünger gut ist, was ich wann damit mache. Das ist sozusagen so wie mein kleines Wissensalmanach, wie man hier zum Beispiel Ackerschachtelheimsud macht. Alles Wissen, welches ich mir aus verschiedensten Quellen dann zusammengesammelt habe, schreibe ich hier zusammen. Und weil mir das aber nicht reicht, habe ich dann in Abschnitt 3, wir kommen gleich nochmal auf 2, die einzelnen Monate aufgezeichnet, was man in diesen Monaten alles kompakt quasi macht. Hier im Januar, was man im Haus macht, welche Gartenarbeiten sind und zum Beispiel, dass man Nistkästen bauen könnte. Und wenn wir jetzt in den Juni schauen, Tomaten ausgeizen, Kirsche zurückschneiden, Johannisbeeren gegebenenfalls zurückschneiden, nach der Ernte Rosen auch schneiden, die Pflanzen düngen, den Flieder schneiden, das müsste ich sowieso jetzt noch machen. Und was ich halt neu aussehen bzw. auspflanzen müsste, das erweitere ich dann, sobald ich mehr mache und mehr Informationen habe, was ich mache. In Abschnitt 2 meines Buches kommt Pflanzenwissen. Hier habe ich mir einfach notiert, welche Pflanzen ich anbaue und welche Besonderheiten die so haben, was sie so brauchen, ob sie Starkzehrer sind, Schwachzehrer sind. Auch hier nochmal Pflanzfolge und Pflanznachbarn. Und das habe ich jetzt für verschiedenste Pflanzen schon gemacht.
mit einer kleinen Zeichnung daneben. Das mache ich einfach, weil es mir unfassbar viel Spaß macht, so ein Buch, so ein Wissensbuch zu entwickeln. Abschnitt 4 kommt dann die Beetplanung. Das ist das, was ich jeden Januar oder Dezember, wenn ich es schaffe, mache. Ich packe mir meine Hochbeete und meine Gewächshäuser in eine Tabelle sozusagen und mal mir dann auf, was in jedem Beet wachsen soll. Und dann kann ich immer schauen, ob das auch da ist, was ich haben möchte. Hier zum Beispiel Hochbeet 3, rote Beete, Bohnen und Süßkartoffeln. Und dann schaue ich immer nach, was ich da jetzt pflanzen könnte. Hier zum Beispiel hatte ich geplant, Kartoffeln und Kürbis in ein Beet zu setzen. Mittlerweile weiß ich, ich habe die Kartoffeln ganz alleine in das Beet gesetzt und den Kürbis separat genommen. Das ist dann Learning auch für nächstes Jahr. Das schreibe ich mir dann immer auf die Rückseite. So, dann hier im Abschnitt 5. Hier habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich bestimmte Pflanzen gepflanzt habe und wann das war. Nicht immer alle kommen wieder, aber dann kann ich wenigstens noch herausfinden, was ich mal gepflanzt habe und wie die Sachen hießen. Und hier, genau. Oder Fehler. Niemals Tomaten mit Flüssigdünger pur düngen. Ja, ich habe gelernt seit Februar 21. Jetzt wisst ihr, wie ich meine Jahresplanung und meine Gartenplanung mache und woher ich mein Wissen nehme. Also, das eine ist, sich ein gutes Buch anzuschaffen und diese Informationen, die ich aus diesem Buch ziehe und die ich brauche, die notiere ich mir dann in mein eigenes Buch. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie macht ihr das? Schreibt es unten in die Kommentare, so können alle anderen das auch lesen und von eurem Wissen profitieren. Alle anderen Informationen auch zu dem anderen Buch packe ich euch in die Infobox. Da findet ihr eh immer alles. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder in meinem Schrebergarten. Alles Gute und bis bald!